weiter geht's jetzt heute mit der Episode 4, dem Cane Killer. Und dann gucken wir mal, was wir denn hier so alles finden können, beziehungsweise was wir hier so veranstalten können bei dem Haus. Boah, der Besen lädt doch direkt ein. Schauen wir mal, ich glaube, den kann man nehmen, so wie es aussieht. It might help with something. Genau, wer weiß, wofür das gut ist. Die Haustür vermutlich ist abgeschlossen. It's locked. So, das war jetzt aber eine ziemlich lange Animation, um uns zu sagen, dass die Haustür abgeschlossen ist. Gucken wir mal, ob wir hier noch... Hat das Fenster hier einen Griff oder so? Ah ja. War also doch richtig gesehen. Weil die anderen Fenster haben das irgendwie nicht, zumindest nicht optisch. So, oh, was ist das denn? Da steht einer, ne? Muss man hier irgendwie speichern oder so? Wenn die doch eine Gabe hat, mit der sie in die Zukunft gucken kann, vielleicht können wir mal gucken, was da zukünftig im Bett passiert. Oder was. Ja, das funktioniert sogar. Wer oder was ist das? So, there's one way to do this. Okay, wenn es jetzt nur irgendwie eine Art und Weise gibt, das Ganze da anzugehen. Also sie hat in der Vision ja eine Waffe auf jemanden gehalten. Das heißt auf jemanden, das müsste Keith sein. Und der stolpert dann irgendwie raus. Es sah jetzt nicht so aus, als hätte sie geschossen. Ach, da ist sein Hoodie. Und als würde der auf den Boden fallen. Die hat aber eine Waffe doch irgendwie auf ihn gehalten. Und im Endeffekt hat sie aber keinen im Inventar. Ich nehme mal an, wenn wir hier in den Raum gehen wollen, entdeckt uns der Bruder, ne? Old furniture. Mom liked it that way. Okay, ich speichere da einfach tatsächlich mal, weil jetzt bin ich ein bisschen... Speichern das mal hier unter verlassenes... Ach Gott, unter Haus vor dem Seehaus, beziehungsweise nehmen wir das hier. Speicherplatz. So, wenn ich jetzt hier hingehe... Da will die nicht gehen, ne? These old floorboards get very creaky toward the center of the room. Okay. He can't know I'm here until I'm ready for him. Er kann also dann hören, dass sie da rumtouren. Das ist blöd. Wenn ich da nicht hin darf, aber vielleicht könnte ich an den Hoodie rankommen mit dem Besen. Was auch immer mir das bringt. Ich weiß es jetzt nicht. Ich mache jetzt so Verzweiflungstaten. Aber dann braucht sie nicht auf die knarrenden Bodendielen treten. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das eine gute Idee. Oh, that was close. Ich dachte, der Hoodie wäre das andere gewesen. Okay. Was können wir denn noch machen? Also sie hat jetzt die Kleidung rübergezogen. Kann man die Kleidung... Ach, der Besen ist futsch. Kann ich die Kleidung mir angucken? It's Keith's hoodie. There's something in it. Okay, was ist das? Ja, dann müsste ich das benutzen, ne? Aha, the keys to the house. Bringt mir das was, nachdem ich sowieso im Haus bin? Jetzt ist der Hoodie futsch. Ich gehe mal wieder raus. Also wenn ich hier nicht drin rumlaufen darf, dann mal gucken. Vielleicht kann man mit dem Hausschlüssel irgendwas anderes öffnen. So, was könnte ich denn jetzt machen? Also wenn ich damit könnte ich jetzt... Aber macht das denn... Ah, Moment. Doch, ich könnte die...
Wenn ich hier reingehe, der Bruder ist ungefähr in der Mitte oder auf dieser Seite des Hauses. Wenn ich hier die Haustürschlüssel benutze, könnte ich vielleicht an Dinge rankommen, wo ich vorhin nicht rangekommen wäre, weil die Diele knackte, ne? Oder knarrte. Oder sagt man jetzt vielleicht knarzte? Könnte man auch sagen, ne? Schauen wir mal. Ah ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Jetzt nur die Frage, was ich hier mache. Also komme ich an die Autoschlüssel? Geht das? Zumindest kann man sie nehmen laut Programm. At least he won't be able to get away. So, dann kann der Typ schon mal nicht wegfahren. Dann sehen wir uns mal diesen Arbeitstisch Some an. thin wire. This might do the trick. Ja, Wire, der nette Draht. Wollen wir mal gucken. Ach, hat sie den eingesteckt oder was? Okay, was mache ich mit dem? A thin wire. Ja, toll. Haben wir sonst noch was? Eine Fernsehbank. A heavy, sturdy table. Kann ich mit dem was machen? Weil hier ist ein Koffer abgebildet. Ja, gut, die Schlüssel kann ich da wohl kaum verwenden. Kann ich den Draht da verwenden? So als Stolperdraht. Ach, der Typ rennt und stolpert und legt sich auf die Schnauze oder irgendwie so. Geht das? Ja, er kriegt auch gar nichts mit, ne? Okay, that'll hold. Ja, ist klar. So ein Draht macht doch keine Geräusche, wenn man den mal so durch den Raum wirft. Mit anderen Worten, jetzt werde ich wahrscheinlich den Stolperdraht für ihn da drüben noch anbringen müssen. Und dann gehe ich wieder durchs andere Fenster und binde das, weiß ich nicht, an dem Schrank fest. Und wenn das an dem Schrank festgebunden ist, dann oh, jetzt hakelt das Spiel gerade. Irgendwie hat es eine Macke. Ich weiß nicht, warum das gerade so war. So. Dann wollen wir den mal festbinden. Ich bin nochmal wieder rausgegangen. Denn ich habe mich gerade gefragt, wenn ich doch Keith Autoschlüssel habe und das da ist sein Auto, ob ich das nicht vielleicht schlauerweise erstmal aufmachen sollte. Ach, jetzt gehe ich hin. Ah, jetzt sagt sie verschlossen, das ist blöd. It's locked. I need the keys. Naja gut, die haben wir ja. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da drin finden. Weil in der Vision hat sie ja eine Pistole gehabt, ne? Pulver? Was heißt denn hier Pulver? Hey, what's this? Alles Drogen. Keine Ahnung. Nothing under here. Okay. Keith's gun. My visions showed this ending badly. Gut, ich nehme Max, I know you'll hate me for all the things I'm going to do, but I won't let anyone else suffer like we did. Okay. Ach, jetzt kann ich gar nichts mehr. Hier das Kästchen kann ich gar nicht mehr anklicken. Pulver, das bringt mir nichts, ne? Da habe ich auch nichts. Oder? Was sollte ich denn jetzt machen? Vielleicht kann man... Warum wird das angezeigt? Vielleicht geht das hier jetzt. Mal gucken. Ah ja, okay. Da ist was. Mal sehen, ob wir es rausfinden. Hey, what's this? Da war ein Geheimfach in der Vision. There. Da muss was sein. Oh, look at this. It must be that drug he uses to knock his victims out. Dann nehmen wir I'll das take a doch. peck, or two, or maybe three. Oder alles. Dann könnten
könnten wir ihn vielleicht ausnocken damit. Dass wir, wenn das so kommt wie in der Vision, dass wir im Grunde genommen ihm da das Zeug ins Gesicht schmeißen oder so, oder wie auch immer das funktioniert. So, dann gehen wir mal durchs Fenster zurück jetzt. Schauen wir mal. Was mich vorhin ein bisschen irritiert hat, man hat diesen Draht, obwohl man den benutzt hat, hier immer noch. Ich nehme an, den muss man jetzt tatsächlich nur auf die Vitrine anwenden, obwohl er hier auf dem Boden liegt. Und dass der dann angebunden wird. Das nehme ich zumindest an. Ja, das funktioniert. Also die Stolperfalle haben wir. That'll hold. Jetzt ist die Frage, ob wir einfach die Pistole anwählen und den Typen bedrohen. Oder was auch immer wir jetzt tun. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst anderweitig machen sollten. Ich will jetzt in keinen Keller gehen. Ich will ja ihn aufhalten. Und das würde ja zur Vision passen, was wir bis jetzt gemacht haben. Schauen wir mal. Okay, anwählen können wir das auf jeden Fall testen. Keith, come out of there now. Cordelia? Surprised? I figured that since I was locked up and you didn't come to visit me, I'd come to visit you. I wanted to, Cordy. I just didn't know what I would say. What you did was... Stupid. I should never have taken the blame for what you did. I felt so broken. I thought I'd protect you. And I wanted to understand. Why? Why, Keith? Because I need to. I can't fight it. I just need to. That's it? You destroy our lives. You force me to kill Max, and that's all you can say? I need to? I could usually suppress or ignore it, but that night in Max's office, when I found out the truth, it changed. Suddenly I felt cut off from you two, from everyone. There was no reason to suppress it anymore. Okay. Also, ausgeschlossen, kleiner Junge. Ich muss eine Runde heulen. Alles ist so kacke. Volltrottel. So, jetzt haben wir natürlich eine Möglichkeit. Wir könnten ihm jetzt da erzählen, wie sehr wir ihn nicht mögen. Oder aber ich will versuchen, ihn vielleicht beruhigen, weil er ja ein extrem gefährlicher Kerl ist. Dann würde ich es jetzt mal mit der sanften Tour probieren. Vielleicht kriegen wir den ja auch dazu, das Ganze irgendwie einzusehen. Ich weiß es nicht. Ich teste das jetzt mal. I want to try to forgive you, Keith. Can you? You have to understand that this is something I can't control, Cordelia. I must kill. Oh, Kacke. Er muss töten. So, jetzt haben wir ja immer wieder diese Bilder, wo der andere Vertrauen zu uns fasst. Du bist ein Monster. Ich glaube nicht, dass der uns so vertraut, sondern ich verstehe den Drang zu töten. Klar. Was sonst? Mache ich ja auch. Zum Frühstück, Mittag und Abendessen. I understand the need to kill. Ja, das Bild it nimmt zu. stirred in me when I killed Max. Killing doesn't make us monsters. It just makes us human. And because I'm human, I still love you, Cordelia. I always did. Du verstehst Liebe nicht. Das wäre wieder das dagegen. Also wir wollen ihn ja jetzt, wir wollen das Gesicht ja voll kriegen. Also Menschen wie wir können trotzdem noch lieben. Ist ja echt schwierig, da drauf zu klickern hier. People like us, we can still love. Yes. And even though I never felt anything for Max like I have for you, I just couldn't control the need to kill him, to understand what made him tick.
Ich bin sicher, Max ist dankbar für das, was wir getan haben. Ja, unbedingt ist der Typ dankbar. So ein bisschen ermordet worden. Ist ja nicht so schlimm. Kommt halt vor, ne? I'm sure Max is grateful for what we did. Together. Do you think he understood why we did it? Do you still prefer him over me? Aber Keith, ich hab doch immer dich vorgezogen. Hast du das denn nicht gewusst? Mensch. Ist das Bild dann voll? Keith, I always könnte preferred sein. you. Ja, ist voll. Und jetzt? Komm her, Keith. Dann stolpert er über den Draht, wenn ich sage, komm her, Keith, ne? Aber wie läuft das dann weiter so? Spielen wir das gedanklich mal durch. Ich habe dann irgendwie noch die Pistole. Ja, und dann? Was mache ich dann? Come here, Keith. Cordy, Okay. what are you waiting for? You did it to Max. You can do it again. Pull the trigger. Because if you don't stop me now, I'll kill again. You can't, can you? Ausgenockt. So much for the drugs. The pain of her past is not over yet. But pain has made her strong, and the past must be uncovered if the future is to become clear. Erica? Cordelia, I've been looking for you. You've found me now. But this is not how it's supposed to be. Get me the fuck out of here! It'll be all right. Trust me. Ask Rose about Bao Tan. Bao He will Tan. point the way. Wer oder was The ist Bao choices Tan? are hers. The path is before her. And it will bring us either justice or condemnation. Ich nehme an, das war eine Vision, aber wer ist Bao Tan oder so? Das, liebe Leute, erklären wir mal. Erica, my dear. Are you okay? Did you find what you were looking for? I saw Cordelia. Everything's gone to shit, Rose. I feel like I should hate Cordelia after all she's done, but I don't. But Sully? Davies? Oh, God. John. Is it so wrong if I say that some part of me understands her? Erica, Scions have an affinity for empathy. Whatever horrors Cordelia has committed, you cannot help but connect to her human side. The woman she was before, the woman she could have been. Who is Bao Tan, Rose? Did you say Bao Tan? Oh, dear. I haven't heard that name in so very long. Cordelia mentioned it in my vision. I'm not sure I want to talk about this. Please, Rose. I don't know if I can trust her, but this must be important. I have to find her. I have to stop her and her brother. Rose? Sometimes I can remember the particular smell of the jungle. It was musty and salty, and yet I liked it. It was summer of '72 in Vietnam. I had come with the Catholic Relief, posted in a remote village,
helping those affected by the war. You were in Vietnam? A nun? Why doesn't that surprise me? No, not a nun, a volunteer. It was a hot morning. Vietnamese soldiers patrolled the area just as they would regularly. I was taking a few hours off, sitting in the plaza outside the village temple. I was watching the kids play ball and looking at a figurine a priest from the temple had given to me, all while trying to do some reading. It was so hot that I couldn't concentrate on my book. And that's when I noticed him. Baotan? Yes, there was a wretched man standing under the shadow of a tree, walking back and forth, mumbling nonsense under his breath. In those days, it was not an uncommon thing. War drives people mad, and so I thought he was just another miserable soul still looking for a lost wife or child. Those were desperate days. Sad days, my dear. What happened then? Out of nowhere, the man started screaming like a madman, scaring the children. He would run from one child to the next, raving about fires in the sky. Of course, it was not long before the soldiers took him away and threw him in a cell. People were already scared enough. They didn't need a madman to start stirring nonsense. Was it? Nonsense? I saw the man's eyes as he was being carried away. They made me very uneasy. But they took him away, and the plaza went back to normal. Hours passed. I got lost in my reading, and then a bright light came, and there was a noise, a big boom. The impact threw me against the wall of the church. I awoke under rubble and dust and blood. There was the body of a dead child next to me. She was holding a doll in her hands. And I remembered the man's word, fire in the skies. What happened to him? Baotan was branded a spy, a Viet Cong. No one could have known what happened unless they were privy to that information. In the following nights, I became haunted by visions of him, and I could not stop seeing his eyes, those tortured eyes. I requested they let me see him. It was not easy, but they allowed me to serve as a spiritual counsel to him. They were going to execute him. Yes, but not before they tortured him in order to extract information. The day I came to his cell, he would not meet my eyes. He lowered his eyes like a scared puppy. It took me days to reach him, but eventually I did. What did he tell you, Rose? He told me that he would feel things, and that this time he had seen the fire in the sky. I went to see him day after day, trying to grant some measure of peace to a hopeless man. I believe I did some good for him, that I was a friend to him when the whole world had abandoned him. When they executed him, he told me something. It's a shame to say that the exact words escape me. I remember his eyes, his soul, and to this day I live by our moments together. Tja, nette, rührende Geschichte. Was fangen wir damit an? Wie bringt uns das weiter? Ich speichere an der Stelle erstmal. So, die Idee wäre, vielleicht können wir irgendeine Gabe auf Rose anwenden, um letzten Endes die Erinnerung wieder rauszuholen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Vielleicht funktioniert das ja. Wir können mal gucken, oder müssen wir sie erst fragen, ob wir das dürfen oder so? I would like a moment to myself. Okay. Ja, das geht auf jeden Fall. Testen. Rose, I don't understand what Cordelia wanted me to learn by this, but I need to try. Would you give me permission to look into your memories? Oh, my dear. I won't push you if you don't want me to, but I need to know this, Rose. I might be able to make you remember exactly what he told you. Wouldn't you want to remember that? Sometimes, yes. But there are some memories better left alone. I will let you, but if I say stop, please stop. I promise.
So, Tutorial. Du hast deine Regressionskraft aktiviert und um die gewünschte Erinnerung zu sehen, musst du alle Teile der Erinnerung an das anpassen, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist. Sobald alle Erinnerungsteile passen, klicke auf die blaue Kognitionskugel, um die Erinnerung zu sehen. Wenn die Auswahl nicht stimmt, leuchtet der Bildschirm rot auf. Okay. Das hatten wir ja schon mal. Gucken, was haben wir denn hier? Abgeführt, Explosion. Hier unten, das ist verschwommen. Tja. A temple. I wonder what religion it belongs to. So, hier sieht man ja das, wo sie liest. Okay. Was bringt mir das? Warum machen die das jetzt anders? Kann ich die Bilder jetzt einzeln durchklicken? Naja, vielleicht kann ich dann hier nochmal draufklicken. Antiquität. It was given to Rose by the temple priest. Das Buch. Rose was reading a book, but which? Ah, okay. Da ist die Erinnerung anscheinend durcheinander, wenn ich das richtig sehe. What could have happened to him? Tja, mehr kommt hier auch nicht. The children were scared. They were playing with that ball. I wonder what village this is. Rose doesn't remember this. I need to find out what this flag really looks like. Tja, wie finde ich heraus, wie die Fahne aussah? They thought he was crazy. Also muss ich irgendwie das mit der Fahne reparieren, ne? Jetzt haben wir das hier. She's so lucky to have survived. I don't think luck has anything to do with it, my dear. Was ist das hier? Das ist Did I say that out loud? ein anderer Name. Was Rose using a name other than her own? She doesn't remember it. I need to find out. Okay, das auch noch. Moment, das ist alles? Mehr brauche ich hier nicht rausfinden. This is horrible. It got burned as badly as that little girl. Nee, das scheint nicht wichtig zu sein und das auch nicht. This is horrible. Okay. Also das Buch, die Fahne und der Name. Was ist das jetzt? Ein Geschenk. Rose doesn't remember what he gave her? I need to find out more about this. He gave her something. Eine ganze Menge, was wir hier rausfinden müssen. She doesn't remember what she told him? They were going to execute him. She suffered. Also auch das ist unklar. Das sowieso. This is what I need to dig up. But I'm gonna have to clear her memory fully and replace all the missing pieces before I can see what she has logged here. Das wird aber noch eine lange, anstrengende Nummer, denke ich. Und da muss ich mal gucken. Tja, ich denke mal, wir haben alles irgendwie jetzt hier erledigt. Also irgendwas, ich weiß nicht, wenn man das so sieht. Also sie hatte einen anderen Namen, dann warum auch immer, keine Ahnung, warum das genauso ist. Und dann haben wir noch letzten Endes das, was sie gesagt hat, das ist unklar. Sie hat ihm irgendwas gegeben, woran sie sich nicht erinnert. Doch, keine Ahnung, ja, was war das, wie sah das aus, ne? Vielleicht ist die Form wichtig, keine Ahnung. Und dann die letzte
Oder das letzte Bild hier, was total verschwommen ist. Wie kriegt man das hin? Man kann mit Rose reden, anscheinend. Dann gehen wir nochmal die Themen durch und dann würde ich sagen, ist diese Folge für heute auch zu Ende. Did you ever find out why he said the things he did? Yes, but I do not wish to think about that. It's too hurtful for me to think about them. What temple was that? It's a Cao Dai temple. There are a few of those in Vietnam. The kids were playing with a ball. Yes, I found that ball later and kept it. What village was this? The outskirts of Trang Bang in South Vietnam. Trang Bang. Okay, vielleicht ist das wichtig. Sagt die immer, dass What temple was that? It's a Cao Dai temple. Okay, da there are a sagt few of those in Vietnam. Da gibt's nichts Neues, da sagt sie das Gleiche. Dorf, What Buch. book were you reading, Rose? Oh, my dear. I don't remember. Do you remember what the flag of the temple looked like? I can't remember, my dear. So ein Schrott. Why can't you remember your name? I'm Rose Duvalier. But when I went to Vietnam, they gave us different last names in order to protect us. So that the enemy couldn't identify your family to blackmail you. Yes, and I do not remember what that name was. Look in the top left drawer of my desk. Maybe you can find something there to aid you, my dear. Okay, da haben wir schon mal einen Hinweis, wo wir dann nachgucken können. What did he give you, Rose? Check that shelf over there. Okay, dann noch ein Hinweis, wo wir dann gucken können wegen dem Gegenstand. What did you tell him, Rose? About what he could do? Isn't it obvious, my dear? Didn't you try to stop them from executing him? I tried. I moved heaven and earth trying to find a way to grant him a pardon, but those were not granted easily. I could not save him. Listen, my dear, sometimes the forces of the universe are stronger than our fiercest wishes, and as much as we have to try, there comes the time when we must accept whatever path the universe has prepared for us. I did not know that then, of course. Part of what I learned from Bao Tan was how to stop believing I could change everything and instead just do what I could to comfort him while he still lived. Sometimes all we can do is simply let go. Tja, let go. Toll. Wir lassen los. Dann gehe ich hier mal raus. Jetzt müssten wir eigentlich im nächsten Schritt schauen, dass wir hier an das Regal und so weiter gehen. Die Schublade, nehme ich an, ist hier bei dem Tresen, wo wir dann nachgucken können, was da eventuell für die Bilder oder Visionen von Belang ist. Müssen wir gucken. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Also es war ja eher eine ruhigere Folge. Insgesamt gesehen denke ich, das war jetzt mit dem Bruder war jetzt nicht so dramatisch und nicht so schwierig. Und wir hatten viele Zwischensequenzen, aber es ist halt so. Wir sind auf dem Wege irgendwann zum Endpunkt. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, die nächste Folge wird dann vielleicht ein bisschen mehr, dass man mehr zu tun hat und weniger Zwischensequenzen da sind. Okay, dann bis dahin alles Gute. Und dann sage ich wie immer Tschüss und danke fürs Zugucken.